Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Ich bin Natalia, deine Deutschlehrerin. Stell dir vor, du fühlst dich schlecht. Du sitzt im Wartezimmer, du kommst endlich ins Behandlungszimmer und der Arzt fragt dich, was haben Sie denn für Beschwerden? Und genau in diesem Moment ist dein Kopf leer. Du weißt genau, was du auf deine Muttersprache sagen würdest, aber auf Deutsch fallen dir nur zwei Wörter ein. Kopf und Bauch. Damit bist du nicht allein. Viele meiner Schüler und Schülerinnen sagen mir, im Alltag kann ich schon viel sagen, aber beim Arzt fühle ich mich wie blockiert. Geht es dir genauso? Heute ändern wir das. Wenn du dieses Video bis zum Ende schaust, hast du einen kleinen Spickzettel im Kopf mit 30 Redemitteln, die du beim Arzt wirklich brauchst und sofort verwenden kannst. Egal ob A1 oder C1, du findest hier Sätze, die zu dir passen und die du sofort benutzen kannst. Bevor wir beginnen, gib mir einen Daumen nach oben und abonniere meinen Kanal. Das ist dein Dankeschön für meine fleißige Arbeit. Ich freue mich auf deine Unterstützung und es geht los. Jetzt gerade ist es Winter in Deutschland. Im Winter ist es draußen kalt und die Luft ist trocken. Viele Menschen bekommen dann Halsschmerzen. Wenn du beim Arzt bist, kannst du es so sagen: Mein Hals tut weh. Achte bei diesem Satz darauf, dass hier mein Hals das Subjekt ist. Eine Alternative dazu ist: Ich habe Halsschmerzen. Mein Hals tut weh oder ich habe Halsschmerzen. Das klingt ein bisschen gehobener. Wenn du noch genauer sein willst, dann kannst du auch sagen: Beim Schlucken habe ich starke Halsschmerzen. Schlucken. Die ersten beiden Varianten kannst du natürlich auch für andere Körperteile anpassen. Also nicht nur mein Hals. Wenn du zum Beispiel etwas gegessen hast, das dir nicht gut getan hat, oder du hattest den ganzen Tag Stress und jetzt schmerzt dein Bauch, dann kannst du beim Arzt sagen: Mein Bauch tut weh. Oder du sagst: Ich habe Bauchschmerzen. Wenn du starke Bauchschmerzen hast, dann sagst du: Ich habe starke Bauchschmerzen. Wenn du mehr Informationen gibst, hilft das dem Arzt sehr. Also du kannst sagen: Ich habe seit gestern starke Bauchschmerzen im unteren Bauch. Genauso kannst du es auch sagen, wenn dein Kopf weh tut. Mein Kopf tut weh. Oder ich habe Kopfschmerzen. Manchmal hilft es, wenn du den Schmerz genauer beschreibst. Auf Deutsch sagen wir zum Beispiel: Ich habe stechende, pochende, dumpfe Kopfschmerzen. Das kann dem Arzt oder der Ärztin dabei helfen, herauszufinden, was du genau hast. Wenn du diese Adjektive noch nicht kennst, dann schreibe sie dir unbedingt auf und übersetze sie später in deine Muttersprache. Stechende Kopfschmerzen fühlen sich an wie kleine Stiche. Es ist ein kurzer, scharfer Schmerz, der plötzlich kommt. Pochende Kopfschmerzen fühlen sich an wie ein Puls im Kopf. Der Schmerz kommt rhythmisch. Das ist wie ein Puls. Dumpfe Kopfschmerzen sind nicht scharf, sondern schwer und drückend. Es fühlt sich an, als wäre der Kopf voll oder unter Druck. Ich habe für dich auch eine kostenlose PDF-Datei vorbereitet. In dieser Datei findest du alle 30 Redemittel und eine kleine Übung dazu. Klicke einfach auf den Link in der Infobox oder in dem angepinnten Kommentar, fülle das Formular aus
und schon erhältst du die PDF-Datei per E-Mail zugeschickt. Achtung, die erste E-Mail könnte im Spam-Ordner landen, also kontrolliere unbedingt den Spam-Ordner und klicke auf Datei herunterladen, um deine E-Mail-Adresse zu bestätigen. Das ist sehr, sehr wichtig. Ansonsten bekommst du keine weiteren E-Mails von mir und du bekommst die PDF-Datei nicht. Vielleicht hattest du ein verdorbenes Lebensmittel, also ein Lebensmittel, das nicht mehr gut ist, gegessen, oder du hast einen Mageninfekt. Beim Arzt sagst du dann, mir ist schlecht. Diese Konstruktion sieht am Anfang ein wenig komisch aus, aber du kennst sie bestimmt schon von Sätzen wie mir ist kalt, mir ist warm. So beschreibst du dein Befinden, also wie es dir geht. Ein Synonym für schlecht in diesem Kontext ist übel. Mir ist übel. Wenn dir schlecht ist, kann es sein, dass du dich übergeben musst. Dann solltest du sagen, mir ist übel und ich muss mich übergeben. Schwindel. Schwindel kommt oft, wenn man zu wenig Wasser getrunken hat oder wenn der Kreislauf schwach ist. Du hast dann das Gefühl, dass du umkippst. Beim Arzt solltest du dann sagen, mir ist schwindlig. Diese Konstruktion kennst du auch schon. Du kannst auch noch mehr Informationen geben. Du kannst sagen, wenn ich aufstehe, wird mir schwindlig. Oder noch ausführlicher, wenn ich schnell aufstehe, wird mir schwindlig. Und ich fühle mich unsicher auf den Beinen. Wenn du dich unsicher auf den Beinen fühlst, dann kann es sein, dass du eventuell hinfällst. Wenn das passiert, also wenn dir schwindlig ist, du nicht mehr stehen kannst und umkippst, dann fällst du in Ohnmacht. In Ohnmacht fallen, das ist ein Ausdruck, wenn du umfällst, wenn du bewusstlos wirst. In Ohnmacht fallen. Ich unterrichte seit über 11 Jahren Deutsch und habe schon tausende Lernende von A1 bis C2 begleitet. Viele von ihnen sind nach Deutschland, Österreich oder in die Schweiz gezogen, haben dort gearbeitet, Familien gegründet und natürlich auch den ein oder anderen Arztbesuch erlebt. Genau darauf bereite ich meine SchülerInnen und auch dich vor. Jede Lektion war sehr interessant, finde ich, und jede Lektion war anders. Alle waren mit etwas Neues für mich, Grammatik, auch Übungen. Und was finde ich sehr, sehr interessant ist, dass du deine Übungen machst und danach bekommst du die richtige Antwort. Und dann kannst du sagen, ja, okay, das war falsch, mache ich nochmal und dann zweite Mal oder dritte Mal machst du nicht mehr diese Fehler. Wenn du frierst, schwitzt und keine Kraft hast, dann hast du vielleicht Fieber. Dann hat dein Körper eine hohe Temperatur. So sprichst du mit dem Arzt darüber. Ich habe Fieber. Oder du sagst es noch ein bisschen genauer. Seit 2 Tagen habe ich Fieber und starken Schüttelfrost. Der Schüttelfrost. Schüttelfrost bedeutet, dass dir heiß und kalt ist und du sehr stark zitterst. Mal müde zu sein ist normal, aber wenn du über einen langen Zeitraum immer erschöpft bist, dann solltest du zum Arzt gehen. Dann kannst du beim Arzt sagen, ich bin sehr müde, ich bin erschöpft. Oder du sagst, ich fühle mich sehr müde, ich fühle mich erschöpft. Hier haben wir das reflexive Verb sich fühlen genutzt. Das kennst du bestimmt schon, oder? Sich fühlen. Wenn du noch genauer werden willst, kannst du sagen, ich fühle mich schon seit mehreren Tagen sehr müde und erschöpft. Oder du sagst, ich fühle mich dauerhaft erschöpft, obwohl ich genug schlafe. Dauerhaft bedeutet die ganze Zeit. Wenn du noch mehr Alternativen zu ich bin müde lernen willst,
dann schau dir unbedingt dieses Video an. Hier lernst du noch viel mehr Ausdrücke zu diesem Thema. Du bekommst beim Sport oder Treppensteigen schlecht Luft? Dann solltest du mit deiner Ärztin sprechen und sagen, ich habe Probleme beim Atmen. Du kannst es auch genauer beschreiben und ergänzen. Ich habe Probleme beim Atmen, besonders wenn ich Treppen steige. Treppensteigen, also nach oben gehen, zu Fuß. Wenn du wegen der Symptome vieles nicht mehr schaffst, dann solltest du das deinen Arzt wissen lassen. Am besten sagst du etwas wie, die Beschwerden beeinträchtigen meinen Alltag, meine Arbeit, mein Wohlbefinden sehr. Beeinträchtigen. Beeinträchtigen ist ein sehr schönes Verb wie beeinflussen, beeinträchtigen, sowie ein bisschen einschränken. Das hilft dem Arzt, deine Krankheit besser einzuschätzen und zeigt, wie wichtig es ist, dass du Hilfe bekommst. Manchmal hast du schon mit einem Arzt gesprochen und Medikamente ausprobiert. Leider hilft das nicht immer. Dann solltest du nochmal mit deinem Arzt sprechen und sagen, ich habe Medikamente genommen, aber sie helfen nicht. Oder ich habe diese Medikamente genommen, aber sie helfen nicht. Du sagst dann natürlich genau, welche Medikamente du nimmst. Dein Arzt wird dann einen anderen Weg mit dir suchen oder für dich finden. Und wenn es dir insgesamt nicht gut geht, aber du keine klaren Symptome hast, dann möchtest du vielleicht dein Blut untersuchen lassen. Bei deinem Arzt fragst du so danach. Ich würde gerne meine Blutwerte kontrollieren lassen. In Deutschland nennen wir das auch ein Blutbild. Du kannst ein kleines oder ein großes Blutbild machen lassen. Was du brauchst, das sagt dir meistens dein Arzt oder deine Ärztin. Das kann man ja selber nicht wissen. Aber so fragst du danach. Ich möchte ein großes oder ein kleines Blutbild machen lassen. Tests und Medikamente sind wichtig, um deine Gesundheit zu verbessern. Oft gibt es aber auch Dinge, die du im Alltag verändern kannst, um dich besser und gesünder zu fühlen. Und auch dabei hilft dir dein Arzt oder deine Ärztin. So kannst du es ansprechen. Gibt es etwas, das sich im Alltag verändern könnte oder sollte? Gemeinsam findet ihr dann Möglichkeiten, wie du zum Beispiel mit mehr Bewegung oder einer anderen Ernährung an deine Gesundheit arbeiten kannst. In einigen Fällen ist es für deinen Arzt oder deine Ärztin wichtig zu wissen, welche Krankheiten in deiner Familie häufiger vorkommen. Viele deiner Verwandten haben Diabetes oder viele haben Herzprobleme. Das sollte dein Arzt auch wissen. Wenn bestimmte Erkrankungen in deiner Familie häufig vorkommen, dann sagst du, in meiner Familie gibt es Herzprobleme. Je genauer du bist, desto besser ist es für den Arzt. In meiner Familie gibt es Herzprobleme. Mein Vater hatte mit 50 Jahren einen Herzinfarkt. Also sei so genau wie möglich. Okay, damit sind wir schon mit den 30 Redemitteln beim Arzt fertig. Ich weiß, dieses Thema ist nicht das Schönste, aber es ist unglaublich wichtig, dass du gut vorbereitet bist. Du hast gesehen, wie du Beschwerden auf einfache Weise ausdrücken kannst und wie du Schritt für Schritt präziser, klarer und natürlicher kommunizierst oder klingst. Am Anfang des Videos habe ich dir versprochen, dass du am Ende genau weißt, wie du deine Symptome in verschiedenen Situationen beschreiben kannst und welche Sätze dir beim Arzt wirklich Sicherheit geben. Mit diesen 30 Redemitteln bist du für deinen nächsten Arztbesuch bestens vorbereitet. Denk immer daran, dass es nicht darum geht, perfekt zu sprechen, sondern klar und verständlich. Die kostenlose PDF-Datei zu diesem Video findest du in der Beschreibung und in dem angepinnten Kommentar. Dort findest du alle 30 Redemittel, damit du das Gelernte wiederholen kannst. Du kannst sie dir auch ausdrucken und beim nächsten Arztbesuch mitnehmen. Das kann dir noch mehr Sicherheit geben. Bitte denk daran, mir einen Daumen nach oben zu geben. Das ist dein Dankeschön für meine fleißige Arbeit
und abonniere meinen Kanal. Wir sehen uns nächsten Sonntag. Wie immer, bleib dran und bleib fleißig. Ciao!